Meine lieben Freunde, ich weiß, dass Sie immer wieder in vollster Erwartung sind, von mir das zu hören, was Sie wirklich zum Guten führt. Was uns heute am 6. Juni wieder zusammengeführt hat, ist doch lediglich nur das, dass jeder sich seines Hierseins, dass jeder sich seines Erdenlebens bewusst ist. Und vor allen Dingen, was ihn dazu bewegt, dass er sich diesem Freundeskreis angeschlossen hat. Heute sind wir so nett beisammen, dass jeder von Ihnen wirklich gewillt ist, auch Hand anlegen zu dürfen, so dass er nicht unnötigerweise sich hier um uns aufhält, sondern dass er in Zukunft auch das tun kann, was ihn schon immer bewegte. Nur hat er nicht den rechten Weg gefunden. Hier, glaube ich, haben Sie so viel wahrgenommen, dass Sie doch schon auf den rechten Weg sind. Wahrgenommen deshalb, weil doch viele Freunde, die auch um Sie sind, wirkliches, Wahres an ihrem eigenen Körper erfahren. So der Körper doch von Unheil befallen war, wo er nicht mehr glauben konnte, dass er, der Körper, einmal wieder die Ordnung erhält und so dass er, der Mensch, mit diesem seinem Körper dann auch wirklich den Weg gehen kann, der für ihn bestimmt ist. Das Heil erfahren, meine lieben Freunde, das ist Wahrheit, was Sie ja zu einem Teil von Freunden bestätigt erhalten haben. Dass ich Ihnen mehr von all diesem, wie Menschen das Heil erfahren haben, nach und nach auch übergeben kann, wie ich das zu einem kleinen Bruchteil schon hier für die Freunde in Österreich getan habe, dass ich unseren Freund Loy ein kleines Speckel von Erfolgsberichten übergeben und diese nur dazu dienen, um sie dahingehend zu belehren, dass auch unter diesen Menschen, die einen guten Erfolg für sich zu verzeichnen haben, erkennen werden, dass meine Anwesenheit gar nicht notwendig war und sie doch das Heil, sie würden sagen, ihrer Gesundheit erfahren. Und immer da dann, liebe Freunde, ist es so gewesen, dass gerade diese Menschen, die von ihren Nächsten auch vom Arzt bereits aufgegeben waren, die für unheilbar erklärt wurden. Und gerade da bei diesen Menschen ist es geschehen. Gerade diese Menschen wussten genau, indem man ihnen immer wieder gesagt, das sei unheilbar. Alle Krankheiten sind heilbar, sagte Paracelsus. Nur nicht alle Menschen. Und hier ist der Wendepunkt, meine lieben Freunde. So Sie dieses gut verstanden haben, werden Sie wissen, worum es hier geht. Heilbar sind alle Krankheiten, nur nicht alle Menschen. Also muss den Menschen doch das Rechte gesagt werden. Muss der Mensch wieder auf den rechten Weg geführt werden, so dass er zumindest an sich selbst und auch an das glaubt, was er für seinen Körper nötig hat, sodass in ihm die Ordnung herrscht. Und so in ihm, in seinem Körper die Ordnung herrscht, wird auch um seinen Körper die Ordnung herrschen. Natürlich braucht der Mensch die Anleitung, natürlich braucht er die Anregung, natürlich muss man ihm die Wahrheit sagen, so wie Sie oder einige Ihrer Nächsten die Wahrheit bereits erfahren haben, wie das Heil im Körper zustande kam. Und das ist eine wundervolle Aufgabe. Und ich weiß, dass Sie fest dahinter stehen und dass auch Sie gewillt sind, Ihre Aufgabe hierin zu erfüllen, sodass auch Sie später in die Lage versetzt sein werden, den Menschen den richtigen Weg aufzuzeigen. Was die Gemeinschaft, was die Gemeinschaftssinn, was der Verein, was die Vereinigung ihm sagt. Auch hier, liebe Freunde, will ich vorausschicken, wenn ich an Sie jetzt die Frage richten würde, was führt Sie zu mir? Ich antworte und sage, das Böse.
frage ich, wie ist es überhaupt zu dem gekommen, dass die Vereinigung hier in Österreich ins Leben gerufen wurde? Und zwar durch Menschen, die Böses in sich hatten, die in Graz etwas angestellt hatten, um uns, das heißt, den ganzen Freundeskreis zu zerschlagen. Das war das Böse. Und dadurch kam es zu dem, dass wir uns fest entschlossen hatten und uns auch selbst sagten, das haben wir gar nicht nötig, so frei oder als Freiwild herumzulaufen. Und dann ging, das heißt hier von Leu, kam zu mir nach Deutschland, was ist zu tun. Dann habe ich ihn kurz aufgeklärt, was zu tun und zu lassen ist. Und das hat er auch hier in die Tat umgesetzt und so kam es zu dieser Vereinigung hier in Österreich. Und das Gleiche haben wir auch in Deutschland. Also immer wieder ist es doch, liebe Freunde, dass das Böse jeden Menschen zum Guten führt. Nie, dass sie das Böse in sich aufnehmen. Nie, dass sie den Hass und den Neid aufkommen lassen. Nie, dass sie Böses hier von sich geben. Denn ja, und dann haben sie schon das Böse so weit aufgenommen, sind sie vom Bösen erfasst und dann werden sie dem Bösen dienen. Hier soll es ja ihre Aufgabe sein, gegen das Böse zu wehren, das Böse nicht anzunehmen, so brauchen sie das auch gar nicht in die Tat umzusetzen, sondern nur das Gute. Immer über all das Böse stehen und sie brauchen sich von dem gar nicht zu unterhalten, sie brauchen darüber gar nicht sprechen, denn deswegen führen wir den gemeinsamen Kampf gegen das Böse, gehen wir gemeinsam den Weg, der allen Menschen wirklich zum Guten führt. Nur den Kampf zu führen gegen das Böse. Und das Böse führt immer zum Guten. Da denke ich so ganz kurz an Goethe, wie er zu seinem Faust geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich es genauso sage, wie ich weiß, also wie ich das sagen werde, ob das so stimmt. Es ist ein Teil von jener Macht, die stets das Böse will und doch das Gute schafft. Aber ich glaube, ich habe es falsch gesprochen, dem Sinne, aber richtig. Und das ist auch Wahrheit. Und so haben viele Menschen vor den Menschen der heutigen Zeit gelebt, die viel Gutes uns schon übergeben. Nur müssen wir das für wahr annehmen. Nur müssen wir es auch hier in die Tat umsetzen. Nur müssen wir zur Tat übergehen. Nicht die Hände in den Schoß legen und sagen, es wird schon kommen. Oder wie wenn Sie derartiges hören, derartiges lesen, oder dass Ihnen das sogar bildlich vorgeführt wird, dass Sie sagen, das ist schön, das ist herrlich, sodass Sie gar nicht in den Glauben kommen, dass Sie es sind, der Hand anlegen muss. Und das ist jeder Einzelne. Es ist doch komisch, dass Sie immer darauf warten, etwas zu hören, dass Ihnen einer etwas sagt. Aber ich weiß, Sie folgen gut. Sie sind voller Neugierde, was jetzt an Worten Ihnen übergeben wird. Ich würde raten, liebe Freunde, neugierig dahingehend zu sein, was in sich selbst, in Ihrem Körper geschieht. Und gerade hier, so Sie doch wirklich unter Freunden sind, die alle das Gute wollen, brauchen Sie nicht fürchten, dass Ihr Körper irgendwie angegriffen wird oder dass einer bösen Gedanken führt, Sie irre zu führen oder gar Ihren Körper hier zu vernichten, Ihnen etwas einzugeben. Nein, das brauchen Sie gar nicht befürchten. Sie sind wirklich im guten Schutz, schon deshalb, weil Sie alle das gleich Gute wollen, wie Sie ja selbst das Gute immer nötig haben. Aber Menschen, die um uns leben, genau das Gleiche wollen. Nur muss man es ihnen sagen. Und ich sage es auch heute noch einmal, nicht diesen Menschen beiseite stellen, der dann sagt, ich glaube nicht. Ich kann daran nicht glauben. Dass ihr diesen Menschen nicht beiseite stellt, im Gegenteil. Ihn aufklären, ihm die Wahrheit sagen, wie sie selbst an ihrem Körper erfahren oder wie sie die Erfahrung gesammelt haben, wie Menschen die Ordnung wieder zurückerhielten. Sie würden sagen, die Gesundheit. Und da komme ich nochmal darauf zurück, dass ich unseren Freund Lloyd hier einige Erfolgsberichte gegeben, wenn ich nicht irre, sind es über 70, weit über 70 sind, dass sie aus diesem
Menschen die Lehre ziehen sollen und dass sie Fall für Fall durchnehmen. Zum Teil haben die Freunde es auf diesen Vorträgen so geschildert, dass sie erkennen werden, dass Gröning nicht anwesend war und dass er, dieser Mensch, aufgegeben gewesen ist, dass ihm keine Hilfe mehr zuteil werden konnte, dass er sich hier verloren gesehen, dass er alles Mögliche versucht hatte und so weiter und so fort. Wenn ich jetzt bei diesem Wortversuch stehen bleibe, liebe Freunde, das kommt bei uns nicht vor. Wir stellen keinen Versuch, wir versuchen auch nicht, sondern wir haben die Pflicht, die größte und die heiligste Aufgabe, den Menschen zu ersuchen, damit er das Gute wieder zurück erlangt. Nie darf er es verlangen, sondern er kann es erlangen. Auch das muss ihm gesagt werden. Und wenn ich jetzt so weiter sehe, das heißt, in diesen Ausführungen bleibe, dass ich, wie ich auch auf jedes Wort einen sehr großen Wert lege, wie man es spricht, dass das ein Anfang ohne Ende ist. Das will ich Ihnen allen im Laufe dieser Zeit und des Zusammenseins mitgeben und will Sie aufmerksam machen, dahingehend, dass Sie auch mit dem Wort, was Ihnen das Wort auch sagt, auch das so in sich aufnehmen, dass Sie auch hernach zur Tat übergehen. Nun will ich nicht heute groß hier reden. Ich sage, denken Sie an das Gute, das Sie für sich und auch für Ihre Nächsten nötig haben. Nicht, dass Sie sich mit dem Leid plagen, nicht, dass Sie in diesem womöglich verfallen, wie leicht können Sie es da dann aufnehmen. Das ist das, was ich nicht möchte. Und nicht, dass Sie womöglich auch nur einen einzigen Versuch anstellen. Es kommt schon vor, dass Menschen überhaupt auch versuchen, auch aus dem Freundeskreis ihrer Nächsten zu helfen, indem sie womöglich einen Schmarrn erzählen, immer das berichten, wovon sie noch nichts wissen, so dass es nur ihre Meinung ist, indem sie sagen, versuchen Sie doch mal dieses, versuchen Sie das, versuchen Sie jenes. Wenn dieses zu einer Behandlung ausartet, meine lieben Freunde, dann ist es nicht gefahrlos, sondern gefahrvoll. Das sagt Ihnen nicht der Verein, das sagt Ihnen nicht die Vereinigung, das will sie auch gar nicht, sondern wir wollen den Menschen nur zur Ordnung rufen. Wir wollen den Menschen nur auf diesem Weg führen, auf den Weg der göttlichen Ordnung, auf den Weg, der allen Menschen wirklich zu Gott führt. Nicht einen einzigen Versuch anstellen, wenn ja, dann würde das dann dem Nächsten auch zum Übel werden. Noch eines, dass Sie nicht womöglich zu den Kleinkrämern zählen, dass Sie sagen, der hat dieses, der hat das und der hat jenes gesagt, der ist mich übergangen, ich habe keine Einladung gekriegt, ich habe davon nichts gewusst und man hat mir davon nicht unterrichtet und so weiter und so fort. Nein, Freunde, dieses alles darf nicht sein. Und das Wichtigste ist noch, dass Sie in der Gemeinschaftsstunde, so Sie da zu sprechen, wie zu handeln beginnen, nicht, dass Sie sich einbilden, dass Sie mehr sind als der eine oder der andere Ihrer Nächsten, nicht, dass Sie womöglich denken, dass Sie hier einen Vorzug haben oder gar das sprechen, von dem Sie bei weitem gar nicht überzeugt sind. Hier heißt es nur, dass der Mensch seinen Nächsten das wiedergeben kann, von dem er überzeugt ist. Und dieses ist die größte Pflicht eines jeden, der sich von all dem zu überzeugen hat. Und auch heute sage ich ganz deutlich, dass er nie in eine Einbildung verfällt und dass er aufgrund dieser seinen Nächsten das mitteilt, was er sich gerade eingebildet hat. Die Einbildung muss ganz beiseite gestellt werden. Und hier gibt es auch gar keine Meinung, sondern hier gibt es nur eine, die Überzeugung. Und so Sie überzeugt sind, dann werden Sie diese, Ihre Überzeugung, das heißt das wiedergeben, von dem Sie überzeugt sind. Dann können Sie Ihre Nächsten belehren. Und nicht womöglich, komme ich nochmal auf das eine Wort zurück, auf den Versuch.
Denn das wird auch ihren Nächsten zuliebe. Dann bauen sie nicht auf, dann bauen sie ihn ab. Nun, da wir gerade so nett beisammen sind, wäre es doch wichtig, dass jeder von sich so einiges wahres Gutes auch über die Tonband und allen zu wissen gibt. Scheuen Sie nicht dieses technische Wunder, nicht, dass Sie womöglich ängstlich werden, nicht so sagen, dass Sie Lampenfieber bekommen und sagen, mein Gott, was soll ich schon sagen? Weiter nichts als nur die Wahrheit. Leider habe ich nicht das große Tonbandgerät mit. Das könnte ich Ihnen so sehr, das hätte ich irgendwo versteckt und hätte ein Mikrofon hier reingehängt. Dann sehen Sie es nicht, wenn Sie es nicht sehen, dann sprechen Sie viel, viel freier. Aber hier fürchten Sie, dass es festgehalten wird. Ja, ich möchte das hier festhalten, was jeder schon für Erfahrungen an sich selbst und auch an seinen Nächsten gesammelt. Aber dann bitte ich Sie, liebe Freunde, sich kurz zu halten, das in kurzen Zügen sozusagen, wie und wovon Sie überzeugt sind. Und wer das Mikrofon nicht zur Hand, also in der Hand erhält, der braucht nicht zu sagen. Der ist ausgeschlossen. Wenn Sie einverstanden sind, will ich Sie übergeben, dann wollen Sie auch bitte das zum Ausdruck bringen, dass es Ihnen wert ist, dass Sie hier frei sein dürfen, oder dass Sie selbst offen und ehrlich sind und sagen, nein, ich lege gar keinen Wert darauf. Ich bin noch nicht überzeugt, ich will es nicht. Sprechen Sie bitte ganz ehrlich. Sagen Sie die Wahrheit. Bei wem werde ich beginnen? Bei unserem Freund Lois, warum, wieso, weshalb er das tut und dass er hierin seine Lebensaufgabe sieht, den Menschen auf den rechten Weg zu führen. Ich darf. Ich glaube, ich spreche Sie gleich nicht, oder? Liebe Freunde, einen Grund zu finden ist nicht schwer. Was man tut, ist oft nicht so wichtig. Aber entscheidend ist, wie man das Was tut. Ob man restlos aufgeht in einer Sache, die man erkannt hat, dass sie nicht nur für den Einzelnen, sondern für alle etwas bedeutet. Oder ob ich einer Sache diene, die nur für das materielle Leben auf Erden ein Wohlleben sichert, eine Existenz sichert. Diese beiden Fragen stehen doch immer in dem Vordergrund unseres Lebens. Wieso ich mich entschlossen habe, hier mitzumachen, liebe Freunde, ehrlich gesagt kann ich Ihnen das nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Ich habe Herrn Gröning seinerzeit in Villach das erste Mal gesehen und mein Entschluss war gefasst, mitzumachen und für ihn wirklich alles zu tun, was notwendig ist. Ich habe an mich nicht gedacht, weil mir das, möchte ich fast sagen, gar nicht in den Gedanken kam, dass da für mich was herausschaut, sondern ich habe nur gedacht an die anderen. Und erst durch die Belehrungen von Herrn Gröning kam ich dann drauf, ja, du musst ja selber zuerst was haben, dann kannst du was geben. Und so führte dann langsam der Weg immer näher zu Herrn Gröning. Aber ich muss Ihnen sagen, dass ich ja Jahre Herrn Gröning persönlich überhaupt keinen Kontakt hatte. Lediglich einen Kontakt, und das war der über das geistige Feld. Nun, liebe Freunde, sind wir uns doch ganz
offen zueinander. Hätten wir Herrn Gröning nicht, wie schaut und wie würde es bei uns ausschauen? Bei allen. Angst, Furcht um die Zukunft, um alles würden wir uns sorgen, wir würden wirklich so abbauen, dass wir wirklich mit schwerstem Leid zu kämpfen hätten. Es ist das so leicht gesagt und es ist nicht sehr taktvoll, wenn man heute über Herrn Gröning herfällt und ihm alles Mögliche auf den Kopf wirft. Aber wenn nur die Menschen eines wollten, dass sie die Wahrheit hören möchten. Aber das ist ihnen ja unangenehm heute. Wahrheit ist ja auf der Erde heute ein rarer Artikel geworden, weil ja nur der materielle Vorteil nicht mehr mit der Ehrlichkeit und mit der Wahrheit erreicht werden kann, da die Ansprüche des Menschen ja viel zu hoch sind, sondern nur mehr mit einem gewissen Kontakt erreicht wird, der zweifellos da endet, wie wir sagen, wo der Kurzschluss ist. Und der Kurzschluss ist der, wo der Mensch nicht mehr weiter kann, weil er seine Ansprüche, seine Genusssucht und alles, seine Gewohnheiten so weit gesteigert hat, dass er eben versagen muss. Nun, es ist etwas weit ausgeholt. Die Kernfrage, warum, wieso ich dem Werk mich verschrieben habe, ich habe Ihnen schon erklärt, ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich, dass es hier keine Frage gibt, sondern dass man hier arbeitet, dient und hilft. Manches im Leben weiß man noch nicht, wieso man dazu gekommen ist. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie ich die Gnade hatte, hier wirklich dahin zu kommen. Ich weiß es nicht. Führung ist es auf jeden Fall. Und so werde ich immer, solange es meine Kräfte und alles mir möglich ist, werde ich alles tun, um hier in Österreich das Werk so aufzubauen, dass es für alle, nicht nur für Einzelne, sondern für alle, wirklich ein Dienst bedeutet. Ein Dienst an Gott, einen Dienst an den Menschen. Herrn Gröning sollen wir ja nur insofern als einen Wegweiser erkennen. Bitte, ich erkenne ihn als was anderes, wie Sie ihn erkennen, das ist Ihre Sache. Jeder muss ihn empfinden, fühlen, das kann man nicht sprechen. Beeinflussen soll man niemanden. Aber eines steht einwandfrei fest, dass wir in einer gottbegnadeten Zeit leben und dass viele, viele noch nicht wissen, was sich auf Erden tut und wie das weitere aussehen wird. Danken wir Gott, dass wir ihn auf Erden haben und dass er uns ein Wegweiser ist und ein Lenker und ein wirklicher Führer, der uns Menschen zum Richtigen, zum Guten und damit zu unserem Seelenheil führt. Das wären meine Ausführungen zu dieser Frage von Herrn Bruno Gröning. Nun, liebe Freunde, Ihren Namen möchte ich nicht hier aufs Tonband haben. Wenn Sie wollen, können Sie ihn dazusetzen. Das ist nicht notwendig. Ich werde ihn
am Schluss noch einiges hier zu sagen haben. Nun, was unser Freund Lois uns allen hier gesagt hat, haben Sie selbst gehört, brauche ich nicht zu wiederholen und werde danach noch die passenden Worte dazugeben. Sie können Ja oder Nein sagen. Sagen Sie es durcheinander. Wir möchten auch ein Durcheinander als Vorstand haben. Das hat Sie hier zu uns geführt. Das ist doch sehr leicht. War es das Gute oder war es das Böse? Es war das Böse und das Gute zugleich. Sie verstehen das so, das Böse und das Gute. Ja, das Böse führt Sie zum Guten. Ja. Und glauben Sie, dass das der richtige Weg für Sie ist? Glauben Sie, dass es einen Wert hat, dass Sie diesen Freundeskreis erleben, dass Sie mit dabei sind, genauso auch Ihr Mann? Ja, Glauben Sie, das ist unbedingt. richtig? Glauben Sie? Ja, absolut. Ich weiß, Sie haben die Zeit und auch das Geld nicht gescheut. Sie sind vor Jahren schon nach Rosenheim gekommen mit Ihrem Mann oder umgekehrt ist der Mann mit ihm gekommen. Und er hat sich nicht was, sondern das mir versprochen, dass er das erreichen wird, was er nie erreichen konnte. Ja. Naja, vielen Dank, dass ich so viel gesprochen habe. War das richtig? Ja. Schön. Und? Darf ich? Gott hat uns in seiner Gnade einen Menschen, Bruno Gröning, gesandt, auf dass er durch ihn und seine Lehren gibt. Wir aber wollen uns diesen Lehren Bruno Grönings dadurch würdig erweisen, dass wir so zutiefst und aufgeschlossenen Herzens in uns aufnehmen, unseren Dank dem Menschen Bruno Gröning aber dadurch beweisen, dass wir ihn, der seine ganze Zeit, man kann sagen sein ganzes Leben, nur uns opfert, auf das wir glücklich, gesund und mit reinen und schönsten Seelenherzen zu Gott eingehen, dadurch beweisen, dass wir nach seinen Lehren leben, denken und fühlen, bis an unser irdisches Erden wollen. Liebe Freunde, es muss nicht sein, dass Sie den Gröning womöglich beschmusen. Es muss nicht sein, dass Sie das sagen, woran Sie selbst nicht glauben und von dem Sie nicht überzeugt sind. Ich bitte Sie herzlich darum, Ihre Überzeugung hier so zum Ausdruck zu bringen, wie Sie überzeugt sind und wovon Sie überzeugt sind und was Sie jetzt wirklich bewegt, dass Sie glauben, dass es hier richtig ist und dass Sie auf dem richtigen Platz, auf dem richtigen Weg sich befinden, um auch hier tätig sein zu dürfen und dass es sich auch lohnt. So Sie Böses über Gröning zu sagen haben, bitte sagen Sie nur die Wahrheit. Aber nicht, dass Sie womöglich einen anderen Gedanken haben. Ich muss das Ihnen heute hier sagen. Das ist auch, es kann doch nicht anders sein. Ich kann doch nicht jetzt vor allem die Wahrheit so sagen, wie ich es weiß. Oder wie ich es glaube. Oder wie ich es annehme. Oder wie ich es gehört habe. Oder gelesen habe. Und diese Meinung teile ich auch, die Meinung anderer. Schön, dann sagen Sie es ruhig. Es müssen nicht immer diese schön guten und lobenswerte Worte sein. Nein, Sie können frei und offen sprechen. Sie können keiner deswegen böse sein. Das ist allerhand, wozu ich übergehe, nicht? Sagen Sie nicht auch? Ja. Aber warum soll es nicht so sein? Wir wollen offen und ehrlich und schön über das, nicht anders. Ich bin auch kein Redner. Sehen will ich sie nicht. Ich bin schon nicht. Bitte. Ich bin sehr glücklich,
dass sie diesen Weg gefunden hat und will mit diesem auch sehr würdig sein. Diesen Weg. Das ist das heißt, den Weg, ja, richtig. Ja, dann kann ich sind sie gar nicht so leicht, aber ihr Name kann ich nicht sagen. Ja, sie findet nicht die Worte, aber sie weiß, was sie zu tun hat, und das ist das Wichtigste. Ja, sie steht natürlich nicht. Um hier den ganzen Zusammenhang zu schildern, muss ich etwas weiter ausholen. Ich bin in einer Zeit groß geworden, da es eine Politik gab, die die Kirche, die Geburt Christi, die Bibel und Verschiedenes nicht mehr voll anerkannten. Und das Ganze hat mich so weit gebracht, dass ich wirklich nicht mehr glaubte, dass Jesus einmal lebte. Bitte. Der Erfolg war der, wie es unser großer Freund immer sagt, die Unordnung hat in mir Platz gegriffen. Das körperliche Leid hat Besitz ergriffen. Nun kam die Wende schon vor vielen Jahren. Ich arbeitete damals in einer medizinischen Sparte, kam mit vielen Leuten in Berührung, erfuhr von dem ersten Erscheinen Bruno Grönings in St. Veit. Leider hatte ich nicht das Glück, damals auch bei einem Vortrag anwesend zu sein, nachdem ein Gönner nicht im guten Sinne die damalige Versammlung sprengen ließ. Und es kam damals eben zu keinem Vortrag. Die Arbeit, die die Gemeinschaft damals führte, war geheim, streng vertraulich. Sie mussten nicht genau sehen, wen sie nehmen. Obwohl ich damals das Glück hatte, Bruno Gröning zu begrüßen, in einem Haus wohnte, wo er öfters einkehrte, nachdem es eine Person im Haus gab, die von der Unordnung sehr weit erfasst war. Es dauerte dann noch Jahre, bis ich dann das weitere Glück hatte, dem Kreise angehören zu dürfen. Und noch weitere Jahre, bis ich dann das große Glück hatte, dafür tätig sein zu dürfen. Und da kam das große Glück für mich. Ich hatte zu meiner Freude das Vergnügen, mit unserem Freund nach Deutschland zu fahren. Bin damals als reicher Mann zurückgekehrt. Ich habe sehr viel gelernt, ich habe viel gehört, was ich auch schon unter meinen Freunden bekannt machen konnte. Und noch mehr, ich bin seit diesem Tage gesund. Dafür möchte ich dem Herrgott danken. Aber vor allem möchte ich unseren großen Freund dafür danken, dass er mir das gelehrt hat. Was in den Jahren in St. Veit gewesen ist, will ich ja ganz kurz schildern. Freunde sorgten sich um Menschen, die vom Unheil erfasst waren, und bestellten sie dann auch in einen Raum, der zu einem Lokal gehörte.
Als ich mit dem Wagen davor fuhr, erhielt ich den Bescheid, was ich aber zuvor so nebenbei bemerkt den Freunden sagte, dass ich zur Polizei kommen solle. Dass die Polizei sich hier eingemischt hatte. Doch das wüsste ich da nicht zu tun, sagte ich. Sofort suchte ich sie auf und ich war von vielen Beamten in der Wachstube umgeben, die eine richtige Amtsmiene mit einer wirklichen Amtsmiene mir entgegentraten. Aber diese verschwand bald. Natürlich habe ich meine Personalien angegeben und der leitende Beamte sagte, sie müssen sofort Österreich verlassen. Das Gleiche könnte geschehen, wenn ich sage, sie müssen sofort diesen Raum verlassen. Er gibt ihnen das Recht und was liegt vor. Ich habe mit diesen Menschen offen und ehrlich gesprochen. Ich habe ihnen kurz gesagt, was los ist. Und ich sagte ihnen auch, dass es doch nur einer sein kann, der das Gute ablehnt und der nur im Bösen gelebt. Gut, ich schilderte ihm, er sagte, wo ich das weiß. Eines aber, worum er mich danach gebeten, doch nicht in den Raum zu gehen. Ich habe gesagt, es ist auch gar nicht notwendig. Es wurde ihm alles geschildert, wie das hier zustande kam und dass Menschen da selbst doch das Gute erwarten. Aber deswegen ist es nicht notwendig, dass ich in den Raum hineingehe, da selbst wird nicht was, sondern das geschehen, was die Menschen sich selbst erhoffen und woran sie glauben. Wir kamen hier überein und da habe ich ihn als Chef gebeten, er möge doch 2 seiner Beamten rüberschicken, dass sie sich von dem überzeugen. Tatsache war, diese beiden Beamten wurden dahin beordert, kamen prüfend nass zurück, das heißt voller Schweiß, in Schweiß gebadet und sagten ja, dass das Unmögliche geschehen, dass wir nicht erfassen, dass wir gar nicht wissen, wie das überhaupt hier zustande kommt. Wir selbst wurden von dieser Strömung erfasst, bitte verstehen sich wie Fischspitzen und so weiter, was uns noch nie im Leben passiert ist. Unter diesen Beamten war einer, wo auch seine Frau zur selben Zeit das Gute empfangen hat. Ich hatte ihm noch viel, viel mehr mit auf den Weg gegeben. Ich hatte bei dieser Gelegenheit das wahrgenommen und habe ihm so einige Lebensgeschichten, das heißt aus ihrem Leben, aus dem Leben ihrer Familie berichtet, ohne sie jemals gesehen, noch was gehört zu haben. Das alles hat gestimmt. Worauf dann diese Beamten umgeschlagen waren, sagten, ja, wie ist das dann möglich? Außerdem war noch einer von der Presse da, der dieses gleich notiert, aber es bei weitem nicht so gebracht hat, wie es sich abgespielt und zugetan hat. Also kurz und gut war uns die Polizei wirklich gut gesonnen. Wir haben jetzt Wahres erfahren und haben hernach das Haus zugehen, also da ich immer wieder auftauchte, bewacht, also von außen bewacht, dass da kein Ungezogener hineinkommt. Sie waren zivil, kamen sie mit ihren Frauen, mit ihren Angehörigen und es war eine gute Stimmung, es war eine gute Harmonie und sie durften sich auch weiter von dem überzeugen, was hier Bruno Gröning überhaupt ist. Also das war erstmal so die Kurzgeschichte und ich sage es noch einmal, wo der Name Gröning auftaucht, den mag man nicht, er wirkt wie ein rotes Tuch vom Stier. Nun, liebe Freunde, um noch weiter hierzu überzugehen, es würde wirklich zu weit führen, lassen wir ab von dem, aber gerade weil Sie das so schön geschildert haben da, wie Sie den Weg gefunden und dass Sie überzeugt wurden, überzeugt von dem, dass auch Sie heute in der wirklichen Ordnung leben, dass Sie Ihren Körper, in Ihrem Körper die Ordnung so haben und dass Sie darüber erfreut sind und sich groß noch bei mir bedanken. Ich will keinen Dank, liebe Freunde. Der Dank gehört nicht mir, danken wir nur Gott dafür. Aber wenn man Wahres weiß und den Menschen, dieser angeht, ihm wirklich das unter Beweis stellt, dann wird auch er ein anderer werden. Also das wollte ich nur so nebenbei gesagt haben. So, und nun reiche ich das Mikrofon weiter. Das reicht nicht. Nein. Ich
freue mich, dass ich mithelfen kann an dem großen Werk und friedlich der Ausführung unseres Freundes Low an Arbeit, dienen und helfen. Ich glaube, dass ich Herrn Held übergeben darf. Wir sollen keinen Namen sagen, das macht nichts. Warum haben Sie das viele? Haben Sie viel auf dem Herzen? Ja, eigentlich schon. Eigentlich, ja oder nein? Ja. Ja, das wollte ich wieder. Ich möchte für den heutigen Tag besonders danken. Heute Vormittag, da war ich noch so, dass ich mir gedacht habe, nein, ich gebe meinen Beruf als Schwester auf. Und habe es Ihnen auch gesagt, Herr Gröning. Und Sie haben mir gesagt, nein, Sie bleiben Sie drinnen, bleiben Sie Schwester. Und ich habe mir das dann wirklich zu Herzen genommen und habe mir gedacht, das soll für mich die Lebensaufgabe sein und ich will wieder folgen. Und bin dann zu den Patienten gekommen und zu einer Frau, so ein kleines armes wir sprechen hier nicht sonst hier von Patienten, aber Sie können sprechen von Patienten, sagen Sie, weil Sie schon sagten, gar nicht mehr Geld. Ja, und diese eine Frau hat mich sehr gejammert drinnen und ich habe ihr gesagt, wissen Sie was, lassen Sie jetzt Ihren Körper einmal da liegen und nehmen Sie Ihre Seele, damit gehen Sie zum lieben Gott und sagen Sie ihm, er soll den Körper einmal in Ordnung bringen. Und dann passen Sie auf, was Sie spüren werden. Und ich bin nach einer Zeit wieder zu ihr gegangen und habe gesagt, na, wie geht es Ihnen denn jetzt? Und ich habe sie gebeten, bei der Frau zu wirken, Herr Gröning. Und sie hat dann gesagt, auch Schwester Maria, das war mir jetzt ganz komisch, mein Körper ist ganz anders. Seit sie mir gesagt haben, ich soll da so Gras liegen, da wird es mir direkt warm, direkt heiß. Und jetzt habe ich so ein gutes Gefühl. Und wenn ich dann das zweite Mal bei ihr drinnen war, hat sie sehr gut geschlafen. Und dann merken Sie, das hat das beigetragen, was Sie gesagt haben. Oh ja, weil sie ihre Gedanken vom Körper einmal, weil sie ihre Gedanken einmal ganz umgeschalten hat. Was sie sagte, sagt noch nicht. Nein, das nicht. Aber das Wollen, der gute Wille Und das ihre Glauben, dass auf dieser Frau die Hilfe geteilt wird, also sie das Heil am eigenen Körper erfährt. Ja. Das ist ausschlaggebend. Ja? Ja, ich danke. Man sagt nicht immer gleich so, wie man es sagen müsste, aber das lerne ich noch. Ja, nehmen Sie die Lehre nur an. Bitte. Was sind Sie feige? Na, ich dränge doch gar nicht auf. Aber gerade Sie kennen mich doch schon viele Jahre früher als die Freunde hier in Österreich und auch die Freunde aus Deutschland. Hm? Sie hatten doch schon früher das Glück. Ja. Also bitte, schildern Sie den Gröning. Schildern Sie ihn so, wie Sie ihn kennen. Und wenn Sie glauben, dass er Böses getan hat, dann sagen Sie es ruhig. Vielleicht hat Sie das imponiert, vielleicht nicht. Aber egal. Machen Sie ihn runter. Fertig. Das ist ein Säufer, den können Sie essen. Aber Herr Gröning, Ne? das haben die anderen gesagt, ja. Ach, die anderen haben Sie gesagt. Davon haben Sie sich überzeugt. Ja, das will ich aber hören. Wovon Sie überzeugt sind. Gerade das Gegenteil ist wahr, was die Menschen alle gesagt haben. Und ich bin hunderte Male gefragt worden, ob das stimmt. Gröning säuft. So. Ja. Gröning ist meistens besoffen und so weiter, nicht wahr? Nein, meine Bitte. Nicht, dass Sie sich beengt fühlen. Nein, einfach sagen. Wie Sie uns das sagen, das gar nicht. Machen Sie doch fertig. Ja, die Freunde wissen ja selbst, was alles die Zeitung schreibt, nicht wahr, und geschrieben hat. Also weil Sie das Gegenteil von dem erfahren haben, was Ich konnte nur immer zu den Menschen sagen, kenne ihn denn selbst, kenne ihn denn persönlich. Ich will mal ganz kurz einen Freund von Seiten der Behörde schildern, aus Deutschland.
der sich wohl für Gröning interessiert wie andere auch. Die meisten aber aufgrund der vielen Zeitungsberichte. So haben sie den Gröning kennengelernt. Dieser Beamte nahm sich aber die Zeit und setzte alles daran, um diese Gelegenheit mal zu erhalten, mit dem Gröning mal persönlich zusammenzukommen. Natürlich ist er in Amt und Würde, er gilt nicht zu den Kleinen von da aus gesehen, im Gegenteil. Er hat schon einen Namen, der hat auch schon ein Machtwort. Den Namen nenne ich ihn aber nicht. Und was er innerhalb der Behörde, will ich ihn auch nicht sagen. Eines aber ist klar, wir beide haben uns so gut verstanden. Er hatte Zusammengehörigkeitsgefühl und er durfte sich von vielem überzeugen. Und nun kam er mit seinen Berufskollegen zusammen, auch mit seinen Vorgesetzten, noch, es stehen noch ein paar über ihm. Und er hat nur den Namen Gröning genannt. Will ich Ihnen noch sagen, wie der Name Gröning in der Behörde bekannt ist. Gleich fingen diese Menschen an, den Namen Gröning hörten. In diesen ins Worten sagen, hören Sie mir auf, wenn Gröning, jetzt sagen Sie noch den Namen an diesen Lumpen, was weiß ich möchte die Worte nicht alle wiedergeben, dass der überhaupt noch frei herumläuft. Einsperren ist so wenig und so vieles andere Misslösen mehr. Und dieser Beamte stellt an diesen seinen Berufskollegen und Vorgesetzten die Frage, kennen Sie ihn? Nein. Ja, warum verurteilen Sie ihn so? Naja, was die Zeitungen schreiben und was die Menschen so reden. Naja, aber ich kenne ihn persönlich. Ist anders. Er schilderte so einiges Wahres und alle diese Sachen, ja, das habe ich nicht gewusst. Er war auch so dreist und sagte, ja, ich habe eine Kugel schon sicher. Er hat nicht nur mich, sondern vielen anderen, denen ich sie geliehen habe, zu ihrem Heil, zu ihrer Gesundheit geführt. Ja, ist das möglich, ist das Wahrheit? Er konnte nur ein Wort sagen, ja. Er sprach weiter und sagte, davon bin ich überzeugt, davon habe ich mich überzeugt. Und ich kenne Gröning so, wie er in Wirklichkeit in Wahrheit ist. Er sagte denen auch, wer ihn nicht beurteilen kann, der verurteilt ihn. Natürlich waren diese seine Berufskollegen, diejenigen welche, die ihn dann gebeten haben, ihm auch eine Kugel zu geben oder eine zu beschaffen. Oder es möglich zu machen, mit den Gröning zusammenzukommen. Wo er dann sagte, glauben Sie, dass er so viel Zeit aufbringt, dass er jeden einzeln empfängt? Oder dass er sie womöglich hier besuchen kommt? Nein. Ich habe Jahre gewartet. Und es wurde mir möglich, dass ich ihn aufsuchen durfte. Und ich habe mich von weiteren überzeugt. Er hat mir vieles hier freigestellt, von dem ich mich noch überzeugen kann. Er ist offen und ehrlich hier zu jedem Menschen. Bitte überzeugen sich auch. Und Sie haben genug Zeit und Sie haben auch Gelegenheit. Er sagte auch, ehe Sie es wert sind, an Gröning ranzukommen, aber ich bilde mir das gar nicht ein. Ich bin ja gar nicht so. Wenn ich nur die Zeit und die Gelegenheit habe, dass ich die Menschen empfangen kann. Aber ich lasse die Zeit nicht ungenutzt, ich nütze sie, ich weiß sie auch zu nutzen. Und wenn ich einen Trinker oder einen Säufer bin, schadet es, die Zeit kriege ich auch, ich trinke ja noch meinen Kaffee. Das heißt, ja, der ist bestimmt. So. Liebe Freunde, seit ich Herrn Bruno Gröning kenne, habe ich angefangen, mich selbst endlich zu erkennen. Das heißt, all das zu erkennen, was ich bis dahin falsch gemacht habe. Und nur dadurch, nur durch seine Vorträge, durch die Worte aus seinem Mund, habe ich die Kraft bekommen, ein anderer Mensch zu werden. Und dieser andere, und nur dadurch, nur durch seine Vorträge, durch die Worte aus seinem Mund, habe ich die Kraft bekommen, ein anderer Mensch zu werden. Und dieser andere Mensch, wenn heute noch zurückblickt, man soll ja nicht mehr zurückschauen, aber es liegt nun 10 Jahre zurück, dieser andere Mensch war ein Wrack, ein Geschöpf, das nur noch auf dieser Welt war, um Sorgen und Kummer zu bereiten.
endlich habe ich verstanden, wie wir und von wem wir geführt werden, von Gott selber. Und die Gnade, die ich empfangen habe, dass ich Herrn Bruno Gröning begegnen durfte, die ist so groß, so stark in mir. Und die Überzeugung, dass Gott mir so viel Gnade nochmal geschenkt hat, dass ich all das gut machen kann in diesem Leben, was ich falsch gemacht habe. Dieses eine Bestreben erfüllt mich täglich, morgens, wenn ich erwache und abends, wenn ich mich schlafen lege. Und so will ich es auch halten. Und eines möchte ich hier sagen: Danken wir alle dem Herrgott, dass er uns so geführt hat, dass er uns zusammengeführt hat. Denn eins ist für das andere Stärke und Vorbild und eins lernt am anderen. Und dies ist die große Gnade, dass wir dann selber uns vorwärts bringen. Das sind meine Erfahrungen und die habe ich nun gesagt. Liebe Freunde, ich habe schon in früher Jugend Gott gesucht. Und ich wusste, dass ich einmal auf einen Menschen treffen werde, der mir diesen Weg zu Gott und diesen Weg in die göttliche Ordnung vorleben und zeigen wird, der immer als hilfsbereiter Freund da sein wird, durch dessen Existenz ich die Existenz Gottes noch klarer erkennen werde. Dieser Mensch ist mir auch gebracht worden. Es ist Bruno Gröning. Ich kenne Bruno Gröning aus den ersten Zeitungsberichten jetzt 10 Jahre. Seit 9 Jahren kenne ich ihn persönlich. Und es wird langsam immer klarer in mir, dass es um Bruno Gröning auf sich hat. Und wir alle, die wir Bruno Gröning kennen, haben es auch erlebt, dass sich viel guter Wille der einzelnen Menschen um ihn sammelt. Wir haben aber auch erkennen müssen, dass sich sehr viel Böses heranschleicht. Wir haben durch die Lehre Bruno Grönings gelernt, dass wir gegen das Böse angehen müssen. Und das ist mein Wille, gegen das Böse anzugehen. Und ich habe es unserem Freund Bruno Gröning in die Hand versprochen, dass ich ihm folgen werde und dass ich ihm helfen werde, soweit ich es kann, in diesem Kampf gegen das Böse. Denn wir leben in einer Zeit des Umbruchs und es ist jede Hand und jeder Arm notwendig, um diese große Arbeit zu tun. Und ich danke unseren Freunden hier in Österreich,
dass Sie uns wieder die Gelegenheit gegeben haben, unseren großen Freund und unseren Lehrer zu sehen und zu sprechen und die Wahrheiten, die göttlichen Wahrheiten von ihm wieder zu hören. So, und dann darf ich das Mikrofon weiterreichen. Was steht hier zu uns? Warum? Eigentlich. Heiger kann ein Mensch nicht sein. Macht nichts, sie vertagen die Wahrheit. Haben Sie lachen wieder, wenn Sie so ein Ding in der Hand haben. Denn sie wird nicht gezwungen. Was mich zu Bruno Gröning führte, da muss ich weit zurückgreifen. Das war im Jahre Anfang 1950. Führte mich ein inneres, intuitives Empfinden und ein Suchen nach Gott und aber auch dann das Böse, das sich dann eingeschlichen hatte, führte mich in München zu den Vorträgen zu Bruno Gröning. Er lebte an mir sehr schnell die Ordnung, und zwar eine Ordnung, die jahrelang durch eine Behandlung des Arztes überhaupt nicht festgestellt werden konnte, dass das möglich wäre, dass ich doch hier in Ordnung kommen kann. Von diesem Augenblick an wusste ich meinen Weg. Ich wusste hier einen Menschen vor mir, der mir sozusagen geistig die Hand reichte und mich nun führte. Ohne einen inneren Zweifel oder Widerstand folgte ich diesem Weg und konnte nun auch viele andere Menschen dazu führen, wieder die Ordnung in ihrem Körper zu bekommen oder zumindest wenigstens den ersten Schritt dahin zu tun. Ich muss allerdings auch erkennen dann, wie schwer es ist, oft Menschen von einem Irrwege wegzubringen. Denn irgendwo durfte man die Menschen ja nicht zwingen, man musste ihnen die Freiheit des Willens lassen, sie mussten sich selbst entscheiden, denn das liegt ja in der Lehre Bruno Gröning, dass kein Mensch gezwungen werden soll. Und so musste ich auch natürlich erleben, dass manche Menschen, gerade um Bruno Gröning, ihre sehr hässliche Seite zeigten. Eine Seite, die für mich oft unverständlich war. Und das, was wir heute erleben dürfen, das werden Sie alles später noch an mir selbst feststellen können. Denn die Wahrheit, das ist wirklich das Höchste und das Größte, das der Mensch in seinem Leben braucht. Die Worte, die uns Herr Bruno Gröning sagt, die sind für mich so wie das tägliche Brot für den Körper. Ja, noch mehr. Denn auch die Seele braucht ihre Nahrung, um gedeihen und wachsen zu können. Ich danke hiermit Ihnen allen und ganz besonders unserem lieben, guten Freund. Liebe Freunde, ich habe seit 9 Jahren an schweren Magengeschwür gelitten, wo die Ärzte aufgeben und mir nur so eine Operation zusagten. Da ich durch einen Motorradunfall vor Jahren einen schweren Sturz erlitt und mir den Bauch samt die Gedärme geöffnet wurden und ich wieder zusammengestickelt bin worden, und da sollte ich wieder zur Operation herangezogen werden. Ich traue mich nicht und der Arzt sagt auch, es ist zu früh,
weil die Mädchen noch nicht zugehört sind. Und wir beziehen das neue Blatt von Stuttgart. Und da haben wir herausgelesen von Herrn Bruno Gröning die Heilungen, die Dankschreiben aller Leuten, von Deutschland, von überall, von allen Ländern. Meine Frau ist auch operiert worden, schwere Bauchmillionen, und es ist gut geworden. Nun muss ich meine Frau wieder weiter die ärztliche Behandlung geben. Fast jeden zweiten Tag bin ich zusammenbekommen. Und ich habe damals geglaubt, bei der Operation, wie ich mit dem Primarius gesprochen habe, dass es eigentlich gesund ist. Und leider ist dieser Fall nicht zugetroffen. Sie sind eine Schwester geworden und Schwester, trotz der Operation. Und da haben wir uns entschlossen, den Herrn Bruno Gröning zu suchen. Das war nicht gleich. Das war der 50. Dezember, wo wir von Graz mit dem Wagen wegfuhren, über Berge, über den Bötzenpost, mit Gefahr, Schnee, Eis, Klätte, sind wir durchgefahren. Nach München, von München nach Stuttgart, bei Nacht, wo wir dann gefragt haben, dann sind wir über Nacht in Stuttgart, wo wir dann gefragt haben, nach Brochingen. Gut, wir sind dann hin, nächsten Tag, mit Kreuze, in Brochingen, haben wir noch Mittag gegessen, dass wir uns starten wollten, mit dem Herrn Gröning zu reden. Ich komme hin, frage, ja, dort, friedlich gewillt. So, komme hin, leite an von meiner Frau, habe mich gefreut, weil ich bitte kann Herrn Bruno Gröning sprechen. Leider kein Pech gehabt, weil jetzt, vor 4 Tagen gefahren bin ich Pech gehabt, ne? Sagt, bitte können Sie sagen, wo ist die Aufteilung? Ja, Schweiz, Hamburg, oder wo, ich sage, bitte können Sie mir die Adresse geben, ich will ihm nachfahren. Ne? Und dann habe ich erfahren, dass ich nach Rosenheim soll fahren, und dort würde ich mich zu diesen Herren, denn ich muss eine Weisheit melden. Ich fahre wieder von Brochingen nach Rosenheim und habe mich gemeldet bei diesen Herren, der mich dann gut aufgenommen hat und in unseren Wagen hineingestellt und 2 Stunden mit uns unterhalten hat. Er hat geschildert die Heilungen von Herrn Gröning, wie er in Rosenheim mit ihm zusammen war. Er hat uns Vorbild gegeben und erzählt, vorher ist das alles, ne, wie es ist. Ja, und habe ich gesagt, bitte so, ja, das gesagt, fahren Sie vielleicht, wenn Sie heil noch hinkommen, nach Klagenfurt. Ich saß wieder in meinem Wagen, fast müde, matt, von früh bis abends, 9 Uhr gefahren, wieder weiter, einen Umweg, wo man nicht durchleiten können damals, weil die Schneelage und das Eis nicht Schnee das Wort, der Wagen wird aufrennen, durch die Gleisen gefahren, das ist die Schnee, musste ich runterfahren, ganz bis Feldstein und wieder zurück auf die Judenburg nach Klagenfurt. Das war eine Reise. So habe ich 9 Tage gebraucht, bis ich endlich ein Gröning gefunden habe. Ich komme her, und dieser Herr hat mich eine Adresse gegeben von Herrn Leu. Ich komme in der Kosserstraße 12, gehe hinaus und Leu, wo die Frau mich empfang. Und sie hat mich auch vorgerichtet, aber sie hat mir erst dann später gesagt, nicht wahr, wo ich so verzweifelt war. Und sie hat gesagt, ja, was ist, wenn ich nicht finden? Ich werde finden. So, jetzt kriege ich alles auf. Ja, und dann hat sie mir mitgeteilt, ich habe ein Glück, dass Herr Gröning heute die Weihnachtsfeier ab heute hier in Klagenfurt. Ne? Und sie übergab mir eine Einladung, ne? Wo ich dann glücklich war von meiner Frau. Wir gingen dann hierher, wo Herr Bruno Gröning die Weihnachtsfeier veranstaltet hat. Ich musste sagen, sowas wie dieses Fest habe ich noch nie niederlebt. Und ich sage heute noch, dass ich sowas niederleben dürfte. Darf. Und ich, die Heimreise, die ich hierher kam, nach Deutschland,
da war es mit mir noch ganz gleich. Ich habe meine Pulse mitgehabt, was ich noch auf mich nehmen tätig. Und wie ich dann am nächsten Tag weggefahren bin, habe ich gedacht, ja, das ist nicht mehr. Ich fühlte mich ganz anders, ein anderer Mensch. Gesund, lebensfroh, beruflich anders. Und ich brauchte von damals bis heute, Gott sei Dank, keine Pulse und keinen Arzt. Nun kann ich von Herrn Gröning nur danken für alles Gute, was er uns geschenkt hat, nicht für meine Frau. So, lieber Freund, was ich aus diesen Ihren Schilderungen entnommen habe, ist eines, was ich klarstellen möchte. Wenn ich an Sie die Frage jetzt richte, hat Gröning nach dem Leid, nach dem Übel, was Sie als Krankheit bezeichnen würden, gefragt? Nein. Hat Gröning die Krankheit behandelt? Nein. Sie waren womöglich in dem Glauben, Sie müssten ihm, dem Gröning, die Krankheit schildern. Ja. Sehen Sie, Freunde, dieser Meinung darf kein Mensch verfallen, dass er glaubt, hier wird die Krankheit behandelt. Die Krankheit zu behandeln, dafür sind Menschen bestimmt, die auch gewissermaßen gesetzlich geschützt sind, denen das Recht nach dem irdischen Gesetz zugesprochen worden ist, die Krankheit zu behandeln. Ich selbst, wenn Sie alle mir auch bestätigen können, dass ich niemanden nach dem Übel frage, ich es nicht mal haben will, dass der Mensch mir derartiges sagt, von dem er behaftet ist, und wo das Übel in seinem Körper sesshaft geworden. Ich will nicht einmal haben, dass Sie den Gedanken führen, mir das zu sagen, erst recht aber auch nicht, dass Sie sich gedanklich mit dem Übel, mit dieser Krankheit, von der Ihr Körper behaftet ist, sich beschäftigen. Wie gut es doch ist, dass die guten Worte, die ich den Menschen immer wieder aus den vielen Lebenserfahrungen gegeben weiß, und den Menschen zu seinem Heil, und den Menschen zu seinem Glück und den Menschen zu dem führt, zu dem er gehört. Sodass der Mensch wieder an sich und auch an das Heil, was er als Gesundheit bezeichnen würde, führt. Dass der Mensch das Heil, ich sage noch einmal, die Gesundheit an seinem eigenen Körper wahrnimmt. Und wenn ich jetzt ganz kurz das noch einmal streiche, auch das, was Paracelsus sagte, zu heilen sind alle Krankheiten, nur nicht alle Menschen. Sie, lieber Freund, Sie haben 9 Tage nach Gröning gesucht. Auch das ist ein Zeichen, wie klein, wie frei und beweglich er ist. Das ist ein Zeichen dafür, dass Sie das Gute gesucht und auch erlangt haben. Und mit Recht sage ich auch heute hier, Vertraue und Glaube, das hilft, es heilt, die göttliche Kraft. Und dieses hat auch Sie zu Ihrem Heil geführt. Und Sie fühlen sich heute wohl, Sie fühlen sich frei von jeglichen Beschwerden. Diese 9 Tage, die Sie mich suchten, dafür haben Sie das langjährige Leid, das Sie 9 Jahre in Ihrem Körper wahrgenommen, befreit wurden. Wie groß und wie hoch der Lohn Gottes doch ist, dass der Mensch, der das sucht, auch das findet, was er sucht. Und vor allen Dingen immer wird dem Menschen das zuteil werden, woran er glaubt. Ich verstehe Sie so gut, dass Sie auch keinen Zweifel haben aufkommen lassen. Nicht nur, dass Sie sich dazu bewegten, auch Ihre Frau. Und die Frau, die doch Ihre eigene Frau ist, wusste auch, was Ihr Körper nötig hat. Und deswegen erlaube ich mir die Frage ganz kurz an Sie, liebe Frau, zu richten.
sind Sie auch mit Erfolg gefüllt? Haben auch Sie das Wohl, das heißt das Heil an Ihrem Körper wahrgenommen? Das haben Sie auch wahrgenommen. Also war das Suchen nicht umsonst. Suchet, so werdet ihr finden. Natürlich muss der Mensch wissen, was er sucht. Und hiermit habe ich Ihnen nur durch diesen einen einzigen Fall, meine lieben Freunde, den Beweis dafür gegeben, dass der Mensch, der da weiß, was er sucht, und dass der Mensch, der da weiß, was er will, was er für seinen Körper nötig hat, und auch daran glaubt, was er für sich, für seinen Körper nötig hat, auch erhalten wird. Das ist das, was der Mensch hier tut, ist nur mit dem zu bezeichnen, dass er, so er jetzt für seinen Körper das Heil sucht, es auch finden wird. Mit diesem dient er Gott. Er hat das getan, woran er nie gedacht, wie niemals der Gedanke aufgekommen. Er war hier in seinem Körper dienlich. Und dem eigenen Körper dienlich zu sein, das ist schon ein Dienst Gottes. Ich sage es ganz deutlich, das ist der Gottesdienst. Das ist das, was jeder Mensch tun müsste. Nicht nur sich selbst, sondern auch seinem Körper Beachtung zu schenken. Und so er das Heil verloren, dass er das in seinem Körper nicht mehr wahrnimmt, da sucht, wo er es zu finden glaubt. Sie, lieber Freund und liebe Frau, haben geglaubt, dass sie das Heil bei Gröning finden würden. Ja. Aber wollen wir es gleich richtig stellen, nicht das Gröningsheil, sondern dass er sie nur zu ihrem Heil wieder führt. Zu dem führt, zu dem wir alle gehören. Und das ist der Weg, den Gott uns über den Heiland vorgeschrieben, den jeder Mensch in diesem seinem Erdenleben zu gehen hat. Nun habe ich so oft gehört, dass Sie immer den Grönings dankbar sind. Ich sage es noch einmal, meine lieben Freunde, wir alle haben es nötig, Gott dafür zu danken, dass Sie das Heil erfahren dürfen. Denn Gott wird hier, kurz gesagt, durch einen Menschen, durch einen Körper, dieser Körper heißt nun mal Gröning. Also ist es nicht Gröning, sondern ist es Gott selbst. Gott bedient sich eines seiner Körper, die er sie geschaffen. Darüber kann kein anderer bestimmen, sondern nur Gott selbst. Aber der Mensch, der den Körper besitzt, muss auch das wollen, was Gott will. Das heißt, dass er in diesem, in dem göttlichen Willen lebt. Und dass er das tut, was er zu tun hat, um Gott wirklich dienen zu können. Ich möchte es ein für alle Mal richtig stellen. Nicht, dass Sie immer wieder sagen, Gröning Heil. Nein, er führt sie nur zu ihrem Heil. Und sie werden das Heil auch an sich selbst, an ihrem eigenen Körper erfahren. Es soll keine Rede für sie sein, ich will es nur richtig stellen, und ich kann es nicht oft genug richtig stellen, damit sie auf das große Werk, das hier entstanden ist, dass sie auch wissen, was das Werk für sie, was das Werk für alle Menschen dieser Erde bedeutet. Und ich möchte das hier klar zum Ausdruck bringen. Österreich war am ehesten dran, dass sie diese Vereinigung, die sie ins Leben gerufen, auch hier von staatlicher Seite genehmigt erhalten hatte. Und als zweites Deutschland es ist, wo auch dieselbe Vereinigung in Deutschland ihre Genehmigung erhielt. Dafür, meine lieben Freunde, müssen wir uns erst recht Gott gegenüber dankbar zeigen, dass dieses geglückt ist. Und so sind es heute erst 2 Staaten. Und wir werden es morgen 3 und übermorgen werden es mehrere sein. Natürlich nicht dann, wenn wir die Hände in den Schoß legen, sondern wenn wir alles dazu tun, was wir hier in diesem großen göttlichen was zu tun haben. Hier wird der Kampf geführt gegen das Böse. Wir lehnen alles Böse ab. Und wir verpflichten uns doch alle, nur dem einen, dem Guten, Gott selbst zu dienen. Ich bin selbst sehr dankbar dafür, dass Sie, lieber Freund und die liebe Frau, in diesem Fall gesehen, die volle, wie sagen, Gesundheit erhalten haben. Und dafür will ich mich Gott gegenüber erst recht dankbar sein. Und daher diese meine Fragen,
wie sie das Heil erfahren haben. Das zu hören, dass der Mensch die Wahrheit hier berichtet, dass er das so sagt, wie er es empfunden hat. Und dass er so das wiedergibt, wie und woran er geglaubt hat. Und ich weiß, lieber Freund, Sie wären nach Tage rumgefahren, obwohl ich eines hörte, als Sie mit der Frau Lau gesprochen und dass Sie schon fast verzweifelt waren. Aber das Suchen hätten Sie Ruhe aufgegeben. Und das war auch die Begegnung, und ich habe Ihnen damals gesagt, das wird Gott Ihnen lohnen, denn Sie haben gewusst, was Sie gesucht. Und Ihnen war weder der Weg noch die Zeit zu schade. Im Gegenteil, Sie haben dafür noch zahlen müssen. Aber es hat sich doch gelohnt. Also muss jeder Mensch sich das selbst erarbeiten. Er muss wissen, was ihm das Heil in seinem Körper wert ist. Und nun glaube ich auch, lieber Freund, dass auch Sie sich dankbar dahingehend Gott gegenüber zeigen. Ich will Sie nicht dazu zwingen, aber ich glaube, dass Sie bereit sind, sonst wären Sie heute nicht hier, dass auch Sie Hand anlegen werden und das wäre unser Nächsten auch das Heil wieder hier zuteil werden wird. Und gerade da Sie aufs Grab kommen, da haben Sie den Graz zu verdanken, ihr allen, die das Böse gewollt und uns dadurch zum Guten geführt haben. Nicht, dass wir den Bösen sind, die uns da Böses anzutun gedachten. Im Gegenteil, hier müssen wir Gott erst recht danken dafür, dass uns hier in diesem Fall wirklich das Böse, das aus den Menschen hervorgegangen ist, uns wirklich zum Guten erst recht zu Gott geführt, sodass auch wir hier nach dem menschlichen Gesetz unsere Sicherheit haben. Ich habe schon einiges gehört, dass Sie dafür sorgen wollen, dass Sie auch drüben im Grab einen Raum zur Verfügung erhalten. Dafür danke ich Ihnen im Namen aller Freunde vorerst mal hier in Österreich. Und ich glaube, dass unsere Freunde aus Deutschland den gleichen Dank empfinden und sagen, das ist gut. Wieder haben wir einen Menschen, der das Heil an sich erfahren hat und von sich aus da Hand anlegen wird und das tun wird, was jeden weiteren unserer Nächsten auch dienlich ist. Also von mir aus meinen herzlichen Dank. So, und Sie hatten jetzt noch was zu sagen? Ich bin froh, dass ich heimatvertrieben bin. So habe ich über das Böse das Gute gefunden. Das Gute, den Weg zu Herrn Gröning. Dadurch habe ich meine innere Ordnung, die Ruhe und den Frieden erlangt. Ich danke ihm von ganzem Herzen. Ich danke meinem Heiland. Er möge mich stets begleiten und beschützen, mich weiterleiten. Zuerst habe ich nicht geglaubt und da hat die Mutter für mich geglaubt. Und später dann habe ich angefangen zu überlegen und da bin ich darauf gekommen, dass das der einzige richtige Weg ist. Und jetzt bin ich davon überzeugt, dass ich am richtigen Weg bin. Jetzt bin ich davon überzeugt. Und da, meine lieben Freunde, merken Sie dieses Wort, dass jeder verpflichtet ist, sich von dem zu überzeugen, ob jedes Wort bestimmt, ob es auch wirklich Wahrheit ist. Wer überzeugt ist, der ist zur Wahrheit. Wer nicht überzeugt ist, der kann nichts. Ich möchte nicht haben, dass es wieder hier in Österreich so kommt, dass Sie womöglich zu den Leistgläubigen zählen. Und immer wieder werde ich Sie ermahnen, dass es Ihre Pflicht und Schuldigkeit ist, sich von dem zu überzeugen, was Ihnen hier gesagt wird, auch von Freunden, die sich ihrer hier angenommen haben. Ich danke Gott für die große Gnade, dass ich auch an diesem großen, herrlichen Werk mitarbeiten darf. Ich hatte Jahre und Jahre hindurch meinen Körper vollkommen in Ordnung. Im Jahre 1951 durfte ich das Buch lesen, Die große Umkehr. Im Jahre 1952, als Herr Gröning zu uns nach St. Veit kam, da durften wir an einem Vortrag, miterleben. Und gleich danach hatte ich an meinem Körper verspürt,
dass er wieder in Ordnung ist. Und ich danke ihm von ganzem Herzen, dass er mich auf diesen Wege geführt hat, dass ich diesen Weg weitergehe. Bitte ich Gott, dass er mir immer die Gnade schenkt, dass ich ja nie von diesem Weg abkomme. Denn ich bin voll und ganz überzeugt, dass ich jetzt am richtigen Weg bin. Ich habe lange Zeit, bevor ich überhaupt etwas Näheres vom Herrn Gröning gehört und habe und gewusst habe, über ärztlicher Seite her stets Nachteiliges über ihn gehört. Und so habe ich einfach aus einem Gefühl der Gerechtigkeit heraus immer seine Partei ergriffen und Unrichtigkeiten und so weiter richtig gestellt. Aus diesem Empfinden heraus bin ich dann in die kleine Vereinigung, in die erste Vereinigung in St. Veit gekommen und habe dort überhaupt etwas Näheres erfahren. Und was mir da gezeigt und gegeben wurde, das hat mich immer mehr und mehr in meinem Inneren befestigt. Ich habe vielen Belastungen zu tun gehabt und die wurde mir nach und nach abgenommen. Aus Dankbarkeit heraus schon sagte ich mir, dafür musst du nun auf jeden Fall etwas tun dafür und habe mich dann dem Werke zur Verfügung gestellt. Ich habe sehr viel Gutes erfahren und habe mir dann gedacht, ja, du willst ja auch Schätze im Himmel sammeln. Und aus diesem heraus, aus diesem Tun, gehen mir innere Beglückungen auf. Ich finde langsam ein Mitschwingen im Göttlichen, das in mir Platz greift. Und etwas Schöneres kann es eigentlich wohl nicht geben. Ich danke daher dem Herrn, dass er uns einen Mann gesendet hat, Bruno Gröning, der uns wirklich mit dem lebendigen Geistigen verbindet. Und werde auch weiter mein Bestes für das Werk tun. Gott hat mich immer gesucht. Und er hat es geführt. Aber ich war so dumm wie alle anderen. Die nicht begreifen konnten, dass das Gott ist. Bis ich endlich gefunden habe. Und das war der Herr Gröning. Aber jetzt bin ich mit selig, dass ich den Weg gefunden habe. Heute. Und ich bin froh, dass ich beim Werk blieben darf und den Menschen sehen kann und verlieren. Ich weiß, das ist nicht umsonst gewesen. Auch Sie haben keinen Weg gesagt, ich will Ihren Namen hier auch nicht nennen, ist nicht notwendig. Und dass Ihnen wieder Zeit nach Geld viel zu schade gewesen ist. Sie suchten das, was Sie bisher nie gefunden. Nun glaube ich, wie Sie, wenn auch nicht so deutlich, sich in Worten auszudrücken gewusst, dass Sie sich heute zu den wirklich Glücklichen zählen. Nun, liebe Freunde, immer wieder nur überzeugen, immer nur wieder dem folgen, dem wirklich alle zu folgen haben. Und das immer wieder, ohne diese Überzeugung wird es niemals möglich sein. Ich weiß aber genau, wenn der eine so der andere diesen Weg überzeugt ist, dann wird er von diesem Weg nicht mehr abgehen. Dann wird er wissen, was er hier zu tun, dann wird er wissen, wozu Gott ihm ein Erdenleben auf dieser seiner Erde geschenkt hat. Und dann wird er auch wissen, dass er mit dem guten Tun auch Gott dient, wie er sich selbst und seinen Nächsten dient. Das ist
der wirklich wahre Gottesdienst. Das Böse war ja schließlich die Ursache, dass mir der für dieses Erdenleben gegebene, ja von Gott selbst geschenkte Körper so lange Jahre sich in Unordnung befand. Zwar wurden durch Jahre hindurch an diesem meinen Körper Eingriffe und Veränderungen durchgeführt, doch brachten mir diese Veränderungen nur leichte Linderungen. Und erst im Jahre 51, 24. April 51, als ich über die Form, die wir heute kennen, das Buch, und zwar die große Umkehr, durfte ich auf jenen Weg stoßen, der mir in der Zwischenzeit nicht nur die Erkenntnis, sondern auch die Überzeugung gebracht hat, dass wir alle bestrebt sein sollen, die Kindschaft und gegenüber unseres himmlischen Vaters wieder zu erlangen, uns nicht nur dankbar zu zeigen, dass er uns, unser lieber Vater, in seiner unendlichen Güte, Gnade und Barmherzigkeit, ja jenes Heil, jene Ordnung wieder als Geschenk übergeben hat, sondern wir sollen uns auch, und das war noch die größere angenehme Überraschung und Erkenntnis für mich auf dem weiteren Weg, dass ich auch dem nächsten Freund, ein kleiner Ratgeber, ein kleiner Mithelfer sein durfte. Und es wird daher mein Bestreben sein, dass ich dem Vater dankbar mich zeigen darf, dass mir auf diesem Erdenweg der beste Freund in diesem Leben begegnet ist. Und wenn mir der Vater die Gnade schenkt, dass ich diesen Werk in Liebe, Demut und vor allem in Geduld dienen darf, so wird es mein Bestreben sein und auch mein Herzenswunsch, dem nächsten Besten diesen richtigen, wahren Weg zu zeigen, den wir in die Worte Christi ja bekleidet finden. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Meine lieben Freunde, und das von Ihnen hier Gesprochene, wissen Sie genau, dass es auf das Tonband festgehalten worden ist. Und was ich zu all dem noch zu sagen, ist einfach nur das, um hier den Freunden in Österreich wie auch in Deutschland dieses Tonband per Nacht zu übergeben, von diesem ich eine Kopie anfertige, und zwar nur aus dem einen einfachen Grunde, dass hier der Verein, die Vereinigung, den richtigen Namen dafür erhalten hat und dass hier von den Freunden Deutschlands auch der Beweis dafür gegeben, dass sie das Gleichgute zu tun gedenken, um das Werk da selbst auch aufzubauen. Was mich am meisten erfreut, ist das, dass die Freunde in Deutschland das größte Interesse hierfür aufgebracht, um hier die Erfahrung dafür zu sammeln, wie es am ehesten, besten und sichersten möglich ist, um den Aufbau da selbst, das heißt in Deutschland, wirklich vornehmen zu können. Es ist nicht was, meine lieben Freunde, es ist wirklich das, dass diese Freunde die Zeit und den Weg, wie auch das Geld, nach hierher nicht gescheut haben. Denn das ist es ihnen wert, im anderen Fall wären sie womöglich heute noch von dem Übel erfasst, oder aber im Laufe der letzten Zeit wäre es ihnen womöglich so ergangen, dass sie ihren Körper heute nicht mehr regen und bewegen konnten. Aber Gott sei Dank sind sie von dem Übel befreit und von dem Unheil verschont,
sodass das Unheil in ihrem Körper sich nicht mehr festsetzen, nicht mehr festlegen und auch nicht mehr haften kann. Ich weiß, wenn ich den Einzelfreunden aus Deutschland jetzt hier fragen würde, ob sie glauben, dass das Unheil noch einmal ihren Körper erfassen kann, so würden sie sagen, nein. Aber wenn ich mich getäuscht haben soll, bitte sprechen Sie und sagen Sie ja oder nein. 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 Den haben wir noch aus Deutschland. Nein, sagt sie. Und ich sage auch nein. Und zwar deshalb, weil ich weiß, dass Sie glauben, wie auch ich glaube. Und das, meine lieben Freunde, ist das Wichtigste. Und doch müssen Sie sich immer wieder von diesem einen Wort Glaube überzeugen. Dieses Tonband soll lediglich nicht dazu dienen, um jeden dieses vorzuspielen, damit jeder, der noch zu uns kommt, es hört. Das ist gar nicht notwendig. Dieses Tonband soll nur dazu dienen, dass Sie selbst es hören können, ich war dabei, so war es, ich habe das Bild nicht noch vor Augen und ich höre die Stimmen der einzelnen Freunde, wie sie von sich aus berichtet. Obwohl Gröning auch das dazu gesagt hat, wenn Sie Böses über ihn zu sprechen wissen, so sollen Sie es tun. Nicht nur ihn immer anhimmeln, im Gegenteil, ich habe Sie wirklich darum gebeten, die Wahrheit zu sagen. Und als Sie die Wahrheit gesagt haben, woran ich auch glaube, bin ich Ihnen, meine lieben Freunde, sehr dankbar. Aber wir brauchen uns das Böse nicht zu fürchten. Wir müssen offen und ehrlich zueinander sein. Wenn einer glaubt, dass er böse Erfahrungen gemacht hat, auch über die Person Gröning, oder was in irgendeinem Fall im Widerspruch steht, so soll er es uns sagen. Er soll sich wohlweislich genau überlegen und genau nachsehen, ob er auch wirklich im Recht ist, diese Frage zu stellen. Ich glaube aber jetzt schon sagen zu können, dass wenn einer sich in diesem Glauben versetzt hat, dass ich das sofort richtig stelle und ihn davon überzeuge, dass er doch wieder den irrigen Weg eingeschlagen hat. Nun, lange Rede, kurzer Sinn. Warum das viele Reden? Warum immer wieder hier die Person Gröning, das heißt den Namen Gröning hervorheben? Warum muss der Körper Gröning ihm immer wieder vor Augen stehen, dass sie ihn sehen und dass sie ihn hören? Liebe Freunde, ich will Sie weiter überzeugen. Die Zukunft wird es lehren. Ich habe auch unserem Freund Lau schon gesagt, dass ich ihm einige Tonbänder, das heißt Besprochene, zur Verfügung stellen werde und dass die Zwischenzeit bis zu meinem nächsten Hiersein diese Tonbänder das ausfüllen sollen und dass sie sich von dem überzeugen, ob es Wahrheit ist oder nicht. Und dass auch Sie, dann so Sie nur die Stimme hören, nicht nur Sie alleine, sondern weitere Freunde, dass auch Sie dadurch mit Erfolg gekrönt sind. Und damit gebe ich Ihnen, wie auch in Deutschland, den Freunden den Beweis dafür, dass die Person, das heißt der Körper und der Name des Körpers, gar nichts hat. Nun glaube ich, unserem Freund Lau noch einmal das Mikrofon hier zu geben und außerdem unseren Freund Folgt, ob ich das Richtige gesagt habe, dass es tatsächlich eine wirklich wahre Firmenschild, sagen wir, alle nur das gleiche Aushängeschild, wie Sie es auch nennen mögen. Wir haben alles gleich. Wir haben alle einen Gott. Wir haben alle einen Weg zu gehen, der jeden Menschen wirklich überführt. Und das ist nur meine Aufgabe auf dieser Erde, den Menschen zu Gott wieder zurückzuführen. Das ist alles so gegangen, wie wir es erwünscht. Das sei Gott gedankt.
Die Vereinigung in Deutschland und die Vereinigung in Österreich, das sind ja zwei Brüder. Nur möchten wir eines uns gegenseitig wünschen, von Herzen, dass immer Harmonie und Einigkeit in all dem Bestreben und in allem herrschen möge. Wir haben ja einen, der die Zielrichtung gibt, und da kann es nicht fehlen. Und dann wollen wir eines auf unsere Fahne schreiben: Gehorsam. Folgen, und dann kann wirklich nichts fehlen. Da soll aus diesem ewigen, deutschen Urüben Verrat und Streit und Zank, der soll überwunden sein. Das sei der Herzenswunsch von uns in Österreich. Der Herzenswunsch unserer österreichischen Freunde ist auch unser Herzensanliegen in Deutschland. Es gibt nur einen Gott, es gibt nur eine Wahrheit, und infolgedessen gibt es auch nur einen Weg, den alle Menschen gehen müssen. Ihnen und uns allen ein Wort aus der Bibel sagen: Machet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wir wollen also unseren Weg wachend und betend gehen, damit wir ihn ohne Gefahr bis zu unserem Lebensende und bis zu unserer Vollendung gehen können. Das sei mein Wunsch. Und das sei nicht nur der Wunsch aller Deutschen, nicht nur der Wunsch aller Freunde in Österreich, sondern dieses ist der Wunsch vieler Menschen, die hier ein Erdenleben fristen dürfen.